Hi, in diesem zweiteiligen Tutorial zeige ich euch, wie ihr den Filmlook hinbekommt. Filmlook ein bisschen in Anführungsstrichen, weil es nicht nur den einen Filmlook gibt, sondern verschiedene Interpretationen von dem Filmlook. Was aber alle diese Looks gemeinsam haben, ist, dass ihr erstmal die Kamera richtig einstellen müsst und das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Zunächst solltet ihr die Kamera in den manuellen Modus einstellen, weil nur dann habt ihr auch die volle Kontrolle über euer Bild und das ist ja auch gewünscht. Die erste Sache, die ihr einstellen müsst, ist die Framerate. Bei den meisten Kameras könnt ihr wählen zwischen 24, 25, 30, 50 und 60 Frames pro Sekunde. 24 Frames pro Sekunde sind in Deutschland die typische Kino-Framerate. Das heißt, wenn ihr wirklich den absoluten Filmlook hinbekommen wollt, solltet ihr in 24 Frames pro Sekunde filmen. Mit 25 Frames pro Sekunde habt ihr auch noch einen sehr kinoähnlichen Look, habt hierbei aber den Vorteil, dass ihr eure Filme noch auf DVD brennen könnt und auf deutschen Fernsehern angucken könnt, was ihr bei 24 Frames pro Sekunde nicht immer könnt. 30 Frames pro Sekunde sehen so ein bisschen nach Home-Video aus und würde ich euch für einen Filmlook nicht empfehlen. Mit 50 Frames pro Sekunde könnt ihr dann für eine schöne Slow-Motion sorgen, indem ihr einfach die Geschwindigkeit von eurem Video auf 50% setzt. Damit kommt ihr dann auch wieder auf 25 Frames pro Sekunde im Endergebnis. Die nächste Sache, die ihr jetzt einstellt, ist die Shutter Speed bzw. Verschlusszeit und die hängt nämlich von der Framerate ab, weswegen wir die auch ganz zum Anfang einstellen. Die Shutter Speed sollte immer so eingestellt sein, dass die Zeit die Hälfte eines Frames entspricht. Das heißt, wenn ihr mit 25 Frames pro Sekunde filmt, solltet ihr die Shutter Speed auf eine 50stel stellen. Wenn ihr mit 50 Bildern pro Sekunde filmt, solltet ihr die Shutter Speed auf ein Hundertstel stellen. Grund hierfür ist die gewünschte Bewegungsunschärfe. Denn wenn ihr die Shutter Speed zu kurz einstellt, habt ihr ein sehr ruckeliges Bild und ein sehr wackeliges Bild, was natürlich auch nicht gewünscht ist. Mit einer relativ niedrigen Shutter Speed von ein 50stel habt ihr ein sehr flüssiges Video. Als nächstes stellt ihr die Blende ein. Je kleiner die Blendenzahl dabei ist, desto unschärfer wird auch der Hintergrund, was ja im Allgemeinen auch mit so einem Filmlook assoziiert wird. Ich kann euch aber nur empfehlen, den Effekt nicht zu sehr zu übertreiben, denn zum einen sieht man sich mit der Zeit daran satt und zum anderen wird es umso schwerer zu fokussieren. Deshalb würde ich nie bei Offenblende filmen, sondern immer ein bisschen abblenden, vielleicht auf Blende 3.5 oder Blende 4. Dann habt ihr immer noch eine schöne Hintergrundunschärfe und das Fokussieren wird viel leichter. Jetzt stellt ihr die Filmempfindlichkeit bzw. die ISO-Zahl ein. Mit der ISO-Zahl habt ihr Einfluss auf die Helligkeit von eurem Bild. Je niedriger die Zahl ist, desto dunkler wird euer Bild und je höher die Zahl ist, desto heller wird euer Bild. Allerdings habt ihr, je höher die ISO-Zahl ist, auch mehr Bildrauschen im Bild. Deshalb sollte euer Ziel sein, die ISO-Zahl möglichst niedrig zu halten. Jetzt kann es sein, dass bei Tageslicht euer Bild total überbelichtet ist. Das heißt, jetzt braucht ihr irgendein Mittel, um euer Bild dunkler zu machen, ohne die Einstellung, die ihr gewählt habt, wieder kaputt zu machen. Und dafür gibt es die sogenannten ND-Filter. ND steht für Neutral Density oder Neutraldichte und die Aufgabe von diesem Filter ist einfach, das Bild dunkler zu machen, ohne sonst irgendwas zu verändern. Bei den ND-Filtern gibt es zwei verschiedene Sorten. Einmal einen Vario-ND-Filter, mit dem ihr einfach durch Schrauben euer Bild dunkler machen könnt und einmal die ganz normalen ND-Filter, die eine fest eingestellte Stärke haben. Und jetzt noch die Frage, wie hell oder dunkel ihr euer Bild einstellen solltet. Und hier kann ich empfehlen, gerade bei Tageslicht euer Bild eher ein bisschen unterzubelichten, damit ihr noch in den Highlights, also bei hellen Wolken beispielsweise, noch Details sichtbar habt. Denn wenn ihr das Bild so hell einstellt, kann es mitunter passieren, dass euer Himmel zum Beispiel ausgebrannt ist und den könnt ihr dann in der Nachbearbeitung leider nicht mehr zurückholen. Jetzt fehlt noch die Einstellung des Weißabgleichs und mit dem Weißabgleich bringt ihr quasi der Kamera bei, was für eine Farbtemperatur euer Licht hat, mit dem ihr arbeitet. Bei Sonnenlicht könnt ihr in der Regel einfach die Voreinstellung Sonnenlicht verwenden. Bei allen anderen Lichtquellen würde ich euch empfehlen, einen manuellen Weißabgleich durchzuführen, beispielsweise mit einer Graukarte oder einem weißen Blatt Papier. So, jetzt ist eure Kamera eigentlich schon drehbereit. Wenn ihr jetzt noch etwas mehr Spielraum für die Nachbearbeitung haben wollt, kann ich euch empfehlen, den Kontrast, die Sättigung und die Schärfe noch ein bisschen runterzuschrauben, einfach um ein bisschen mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung zu haben. Einige Kamerahersteller bieten jetzt auch schon von Haus aus sogenannte flache Bildprofile an, beispielsweise Panasonic mit seinem Cinelike V und Cinelike D Picture Profiles, Sony hat dann Sony S-Log 2 und bei Canon-Kameras könnt ihr per Software-Update Picture Profiles von Fremdherstellern installieren. So, und jetzt seid ihr bereit für Teil 2 meines Filmlook-Tutorials, nämlich die Nachbearbeitung. Also, bis dann. Ciao.